Ich will, dass wir wieder ganz normal miteinander umgehen können. Ich auch. Aber nur unter einer Bedingung. Du musst die Finger von Marlene lassen, versprich mir das. Ich musste ihm versprechen, dass nie wieder was zwischen uns laufen wird. Ich hätte ihm an deiner Stelle genau das Gleiche versprochen. Jessica bekommt ein Kind von dir. Es geht doch in erster Linie darum, dass Jessica und die Baby finanziell abgesichert sind. Jessica besorge ich eine vernünftige Wohnung. Von den großzügigen Unterhaltszahlungen mal ganz abgesehen. Und was spinnst du jetzt komplett, willst dich freikaufen? Freikaufen. Ich? Wovon denn? Von deiner Verantwortung als Vater. Du hast Jessica in den letzten Wochen noch gesehen. Sie hat existenzielle Ängste. Die will ich ihr nehmen. Indem du ihr eine Nanny mietest und einen schicken Wagen vor die Tür stellst? Indem ich ihr Sicherheit gebe. Ich sag dir jetzt mal, was Sicherheit ist. Wenn sie sich auf dich verlassen kann. Wenn ich die Vaterrolle übernehme, was wird dann aus uns? Mann, das hättest du dir vielleicht mal besser vorher überlegt, bevor du mit ihr ohne Gummi in die Kiste steigst. Dieses Kind, das wird ein Teil von dir. Und wenn du es nicht für nötig hältst, dich damit auseinanderzusetzen, dann will ich auch nichts mehr mit dir zu tun haben. Denk da bitte drüber nach. Ich hab's getan. Was? Stand-Up-Paddleboards gekauft, 2 Stück, um genau zu sein. Für uns? Natürlich nicht für uns, für die Gäste. Der Typ in dem Surfladen hat mir so ein Top-Angebot gemacht, ich konnte einfach nicht Nein sagen. Weißt du, was das heißt? Die Leute, die ein Board haben, brauchen es nicht extra mitbringen und die, die keins haben, können es sich einfach ausleihen. Das ist die perfekte Werbung fürs Pano. Wie geil ist das denn? Und von den Einnahmen könnten wir uns vielleicht eine Aushilfe leisten. Naja, erstmal nicht. Erstmal müssen wir die Anschaffungskosten wieder reinkriegen, aber dann ja. Das kriegen wir schon hin und das dauert bestimmt auch nicht lange. Ich meine, der Umsatz in den letzten Tagen war ja gut. Ey, die werden uns die Bude einrennen. Juhu! Das hast du gut gemacht. Nein, warte. Warte. Wir haben es gut gemacht. Ohne dich wäre das nicht möglich. Tee? Ah, er schmeckt besser, als er riecht. Und er beruhigt. Solltest du auch mal probieren. Ich nehme an, du redest von dem Van Gogh, den ich zerschnitten habe? Und dem Auktionshaus, das wir wegen dir verloren haben. Und den kostspieligen Klagen, gegen die wir uns jetzt zur Wehr setzen müssen. Alles, was ich wollte, war das Bild. Ich hatte nie vor, dem Auktionshaus zu schaden. Nein. Alles, was du wolltest, war, dich an Rebecca zu rächen. Weil du glaubst, dass sie für die Trennung von Marlene verantwortlich ist. Ich kann verstehen, dass du verletzt bist, aber in dem Fall gibt es keinen Schuldigen. Dann freut es dich bestimmt zu hören, dass Helena und ich im Guten auseinandergegangen sind. Und Rebecca und ich haben auch einen Weg gefunden, miteinander auszukommen. Ach, dann ist zwischen euch beiden alles wieder in Ordnung? Ich würde sagen, das ist Definitionssache. Wie darf man das verstehen? Naja, zwischen Tristan und mir ist alles in Ordnung, solange ich seine Bedingungen akzeptiere und mich von Marlene fernhalte. Ich dachte, du bist damit einverstanden. Weil du mir keine andere Wahl gelassen hast? Und weil ich einfach wieder normal mit dir umgehen will, Tristan? Du bist mein Bruder. Wir haben uns immer gut verstanden. Ich vermisse das. Das hättest du dir überlegen sollen, bevor du mir die Verlobte ausspannst. Ich hab sie dir nicht ausgespannt.
Meine Gefühle für Marlene waren vielleicht der Anlass dafür, dass sie eure Beziehung in Frage gestellt hat. Aber sie waren nicht der Grund für die Trennung. Ich weiß nur, dass alles in Ordnung war, bis du ihr den Kopf verdreht hast. Ich habe ihr nur gesagt, was ich für sie empfinde. Du hast alles kaputt gemacht. Tristan, wie lange soll das noch so weitergehen? Es ist nun mal die Wahrheit. Los jetzt! Setzt euch! Alle beide! Ich erwarte, dass ihr euch zusammenreißt. Lasst nicht zu, dass dieser Streit um Marlene unsere Familie zerstört. Findet einen Weg, euch zu arrangieren. Habt ihr mich verstanden? Ich hab's versucht, aber ich fürchte, ich habe mich überschätzt. Vollidiot. Naja, auf jeden Fall macht Jessicas Schwangerschaft Dana natürlich total fertig. Und es wird bestimmt nicht besser, wenn das Baby erstmal auf der Welt ist. Deswegen habe ich mir ja auch gedacht, wie ich den ganzen Stress möglichst von ihr fernhalten kann. Ich habe ihr versprochen, dass sie alles kriegt. Also Jessica, was sie braucht. Auto, Geld, Nanny. Und wir können so weitermachen wie bisher. Und kaum habe ich das gesagt, ist die Hölle losgebrochen. Das wundert mich aber jetzt. Ich würde fast sogar wetten, dass unsere Vorväter genau denselben Mist verzapft haben, wenn sie ihre schwangeren Mätressen ausgezahlt haben. Hey. Dana? Dass du heute Nachmittag zu Hagen gesagt hast, dass er endlich dazu stehen soll, dass er Vater wird. Das hat mir viel bedeutet, danke. Das ist schon okay. Ich gehe ein paar Tage zu meinen Eltern. Ich wollte nur schnell Sachen holen. Ich wollte nur, dass Jessica sich um nichts Sorgen braucht. Und das Baby natürlich auch nicht. Nee, dem geht's super. Abgesehen davon, dass sein Vater sich einfach aus dem Staub gemacht hat. Hey, das tue ich nicht. Aber Dana ist die Frau, die ich liebe. Sie ist meine Familie. Es geht hier aber nicht um Dana, es geht um dich. Ach, so ein Quatsch. Ach, das ist Quatsch. Als unser Vater damals verschwunden ist, wer hat denn da kalte Füße bekommen, seine 7 Sachen gepackt und sich einfach aus dem Staub gemacht? Und du bist so kurz davor, den gleichen Fehler schon wieder zu machen. Hagen, so oder so. Dieses Kind wird dein Leben komplett auf den Kopf stellen. Aber wenn du es zulässt, dann könnte das größte Geschenk werden, das du jemals bekommen hast. Dana hat das längst kapiert. Ich bin mir sicher, sie würde die Sache mit dir zusammen durchziehen. Aber jetzt bist du am Zug. So langsam müsstest du ihr zeigen, dass du bereit bist. Du weißt schon, Verantwortung und so Sachen. Wann bist denn du eigentlich so schlau geworden? Ach, das muss ungefähr in den Zeitraum fallen, als mein großer Bruder uns alle im Stich gelassen hat und ich seinen Job in der Familie übernehmen musste. Tasche platzt ja aus allen Nähten. Warte, ich habe in meinem Zimmer einen Shopper, den gebe ich dir. Jessica, das ist wirklich nicht nötig. Du, das ist kein Problem, ich beeil mich. Hier, da passt einiges rein. Ich bin's nur. Marlene. Habe ich dich erschreckt? Entschuldige. Ist nicht schlimm.
Habe ich irgendwas im Gesicht? Nein. Du bist perfekt. Also ganz ehrlich, die werden euch die Bude einrennen. Ja, ich hoffe. Also ich reiß mir gerne ein Bein aus, wenn dafür die Kasse klingelt. Also, wenn ihr mit der Arbeit nicht nachkommt, ich kann euch auch gerne aushelfen. Ich auch. Also nach der Arbeit muss ich jetzt immer proben, aber abends. Timo, könntest du in Zukunft ein bisschen deutlicher schreiben? Deine Sauklaue kann kein Schwein lesen. Ach so, ja? Dann wäre das Abschreiben aber auch gar keine Herausforderung mehr. Also ich komme gerne auf euer Angebot zurück. Timo, könntest du zufällig morgen Vormittag im Bahnhof sein, wenn die Boards geliefert werden? Vormittags ist ein bisschen schwierig. Ja, ich meine, irgendjemand muss ja zur Schule gehen und für Kim das ganze Zeug mitschreiben. In Schönschrift. Also mit der Arbeitsteilung komme ich ganz gut klar. Du Schatz, ich könnte morgen früh das Bahnhof übernehmen. Ja, bist du sicher? Ich meine nicht, dass du Ärger in der Schule kriegst. Emilio, mach dir mal keine Sorgen. Ich glaube, kann sich keiner mehr daran erinnern, dass Kim jemals in der Schule war. Hey, du übertreibst. Also so oft habe ich auch noch nicht geschwänzt. Ja, du bist schon ziemlich häufig für mich eingesprungen. Was heißt denn eingesprungen? Das Bahnhof ist unser Baby. Und außerdem, diese wichtigsten Tests und Klausuren kommen doch erst noch. Und bis dahin ist die Badesaison eh schon zu Ende. Ja, und dann konzentriere ich mich eben wieder voll und ganz aufs Abi. Ich übernehme das Bahnhof wirklich sehr gerne. Und außerdem kann ich es kaum noch erwarten, auf so einem Board durch die Brandung zu zischen. Brandung. Ja, ich habe das im Gefühl. Da kommt morgen eine richtig dicke, fette Welle. Hey, seit wann hängst du mit Hagen rum? Mir erzählst du mir erst langweilig. Da kannst du mal sehen, wie verzweifelt ich schon bin. Und alles nur, weil du so lange in New York warst. Hallo Tanja, ich habe dich auch vermisst. Und in der Zwischenzeit irgendwelche Probleme gehabt mit Ansgar oder Klappes, ne? Nein, ich war ein braves Mädchen bis jetzt. Kommst du? Wenn du noch mal quatschen willst, dann... Hey, könntet ihr die Männergruppe vielleicht auf morgen verschieben? Dana, hey, warte, ich habe schon verstanden, dass du allein sein willst, aber können wir uns morgen treffen? Bitte? Morgen, Papa. Guten Morgen. Hast du wieder so lange im Bahnhof gearbeitet? Nee, nur für ein paar Stunden. Und dann habe ich mit Timo Hausaufgaben gemacht. Oh, das hört man gern. Wie weit seid ihr denn mit eurem Bioprojekt? Wie? Na, euer Bioprojekt. Also die Veränderung der heimischen Vegetation aufgrund des Klimawandels. Ja, da sind wir dran. Die Auswertungen, die kommen aber erst nächste Woche. Ah, schön. Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid, ne? Bin gespannt. Vielleicht zeigst du mir deine Ergebnisse mal. Das ist eine super Idee, aber ich muss jetzt los. Ich muss in die Schule, Papa. Ach, jetzt habe ich extra gewartet mit dem Frühstück. Ja, ich nehm's mit. Tschüss. Tschüss. Was machst du denn hier? Ein ernstes Wörtchen mit dir reden. Ich muss in die Schule. Das würde mich jetzt überraschen. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich weiß nicht, ob dir der Name Dr. Ruppert noch was sagt. Natürlich. Dein Oberstufenleiter? Der ist rein zufällig Mitglied in meinem Golfclub. Und da sind wir gestern noch zufälliger ein bisschen ins Plaudern geraten. Was wollen Sie, Graf Lahnstein? Sie sind doch nicht gekommen, um uns über die Neuigkeiten und den Klatsch und Tratsch aus der golfenden Klasse zu informieren, oder? Nein, nein. Ich wüsste nur gern, warum dieses Exemplar hier 92 Fehlstunden angehäuft hat. Danke, dass du gekommen bist. Was soll das hier werden? Setz dich doch. Bitte. Willst du mich jetzt auch noch kaufen? Ich will mich bei dir entschuldigen. Das, was ich dir gestern gesagt habe, dass ich alles dafür tun werde, das Baby aus unserem Leben, vor allem aus deinem, herauszuhalten, das war Quatsch. Die Seite, die du da von mir gesehen hast, ich dachte, ich hätte das längst hinter mir. Der Kerl, der einfach abhaut, der sich drückt, sich der Verantwortung nicht stellt. Dieser Mann will ich nie wieder sein.
Er hat Angst, dass ich es nicht schaffe, dass ich dem Ganzen nicht gerecht werden kann. Ein Kind mit einer Frau, die ich nicht liebe. Und auf der anderen Seite, du, mein Leben. Ich habe mir dieses Baby immer mit dir gewünscht. Wenn es für mich schon so unglaublich schwer ist, damit umzugehen, wie muss es dir dann erst damit gehen? Wie es mir damit geht. Ich wollte die Frau sein, die dein Baby kriegt. Ich habe mir so seine Familie mit dir gewünscht. Wenn wir zusammenhalten, dann kriegen wir das hin. Du und ich mit dem Baby. Und mit Jessica. Was meinst du? Ich will und kann das Ganze nur mit dir zusammen durchstehen. Wenn du mir noch mal die Chance dazu gibst. Du bist zu früh, ich habe die Unterlagen noch nicht fertig. Aber Timing war ja noch nie deine Stärke. Ich wusste gar nicht, dass wir verabredet waren. Was? Willst du noch mal über den Kindergarten von gestern Abend reden? Du hättest mir sagen können, dass du dich von mir erpresst fühlst. Hallo? Du hast zu mir gesagt, wenn ich mich von Marlene fernhalte, ist alles wieder gut zwischen uns. Ich meine, was außer einer Erpressung soll das denn sonst sein, bitte? Wie wär's mit Rücksichtnahme? Aber das ist ja ein Fremdwort für dich. Mann, so funktioniert das doch alles nicht. Unser Problem ist Marlene. Ob ich dir nun verspreche, ihr aus dem Weg zu gehen oder nicht, egal wie ich mich entscheide, das macht doch deinen Liebeskummer nicht besser. Und meinen auch nicht. Was willst du von mir? Nichts. Ich dachte einfach, wir können vielleicht noch mal offen über alles reden. Okay. Verschwinde. Aus meiner Bar und aus meinem Leben. War das offen genug? Diesen Gefallen werde ich dir nicht tun. Ich bin deine Schwester. Entschuldigung, ich habe keinen Parkplatz bekommen. Rebecca? Zwei auf einen Streich. Bist du eigentlich stolz darauf, dass du nicht nur mir, sondern auch meiner Schwester das Herz gebrochen hast? Hier. Ich hab's mir extra schriftlich geben lassen, damit es nicht heißt, ich bausche die Dinge auf. Du darfst sie gar nicht schriftlich geben lassen, ich bin volljährig. Und was glaubst du, wer deine Schule mit Computern ausgestattet hat? Du willst dich doch nur aufplustern und meinem Vater eins reinwürgen. Kim, hör jetzt auf, uns gegeneinander auszuspielen. Mann, ich hab alles im Griff. Ich hab das Abi schon so gut wie in der Tasche. Ja, und Timo hat für mich alles mitgeschrieben. Ich hab den Stoff drauf. So, dein Oberstufendirektor sieht das aber ein bisschen anders. Und überhaupt, was hast du eigentlich die ganze Zeit getrieben? Du hast im Barno gearbeitet, statt zur Schule zu gehen. Das glaube ich jetzt nicht. Du spielst die Saftschubs in diesem drittklassigen Burrito-Grill, statt dich auf dein Abi zu konzentrieren? Ja, Emilio ist mein Mann. Es ist ja schön, dass du deinen Emilio unterstützen willst. Aber die Schule ist jetzt wichtiger. Ja, da sind wir ausnahmsweise mal einer Meinung. Also, ab jetzt keine Fehlstunden mehr. Sonst was. Ich entscheide selbst, wo und wann ich hingehe. Und jetzt gehe ich ins Bahnhof. Kim! Damit hätten wir das auch erledigt. Ist noch was? Nein. Gut, dann. Zeig's mir, D'Artagnan. Sag mal, drehst du jetzt völlig durch? Habe ich irgendwas verpasst? Ich bin der Idiot, der was verpasst hat.
Beide Boards waren sofort vermietet. Wir haben eine Warteliste bis heute Abend, obwohl wir noch nicht mal Flyer verteilt haben. Ja, Timo hat noch ein paar mit in die Schule genommen, aber das kannst du ja nicht wissen, denn du bist ja nie da. Hallo, Kim. Ja, warte mal ganz kurz. Kim, ist in Ordnung? Was ich noch sagen wollte, Ansgar war vorhin zu Hause und hat eine Riesenwelle gemacht. Er hat mitbekommen, dass ich mehrmals zur Schule geschwänzt habe. Oh. Tja, der hat total überreagiert. Und dann hat er meinen Vater noch mit reingezogen. Und dann haben beide ein Rennen gemacht, wer von ihnen pädagogisch gesehen der wertvollere Vater ist. Ja, wenn wir mal ehrlich sind, warst du wirklich selten in der Schule, weil du mir andauernd geholfen hast. Ich mag das für uns. Und außerdem brauchen die beiden mich nicht behandeln wie ein kleines Kind. Besonders nicht Ansgar. Bitteschön. Ich glaube, ich besuche den mal und mache ihm klar, dass ich eine erwachsene Frau bin und dass er mir überhaupt nichts zu sagen hat. Das ist vielleicht eine wahnsinnig tolle Idee, aber vielleicht solltest du das Ganze nicht so überstürzen. Was soll das jetzt heißen? Ja, du bist in der Sache nicht wirklich diplomatisch. Hey, geht's vielleicht noch? Ich meine nur, vielleicht sollte ich einfach mitkommen als moralische Unterstützung. Aber wenn du natürlich der Meinung bist, dass ich mich da raushalten soll, dann... Nein, es ist gut. Echt? Ja. Dann kapiert er vielleicht mal, dass ich eine verheiratete Frau bin und dass meine Ehe Priorität hat. Ich hab dich gestern gar nicht wiedererkannt. Ich mich auch nicht. Sebastian hat mir ordentlich den Kopf gewaschen. Das kann aber ganz gut. Danke, dass du an meiner Seite bist. Auf uns? Auf uns. Ausgerechnet jetzt. Ich fürchte, wir müssen uns dran gewöhnen. Sie wird jetzt ein Teil unseres Lebens. Ja, ich glaube, du hast recht. Ich hatte nur gehofft, dass wir wenigstens heute noch ein bisschen Zeit für uns haben. Vielleicht ist es ganz gut so. Du solltest ihr gleich sagen, dass du sie und das Baby nicht alleine lässt. Normalerweise würde ich dir Sex anbieten, aber in Anbetracht der Situation sollten wir besser unsere Strategie durchsprechen. Du meinst Good Cop, Bad Cop? Ja, also wir sollen auf jeden Fall klären, was du... Ich meine, was wir im Endeffekt anstreben. Emilio, ich verlange Respekt. Ja, das ist ja klar, aber es ist auch nicht verwunderlich, dass deine Eltern auch nur wollen, dass du einen guten Abschluss machst. Ich will doch selber ein gutes Abi machen. Ja, dann ist ja gut. Dann sollten wir taktisch klug vorgehen und deinem Vater einfach einen Deal anbieten. Du gehst regelmäßig zur Schule und dafür muss er sich aus seinen ganzen anderen Entscheidungen einfach raushalten. Ja, und das Bano? Das kriege ich schon irgendwie hin. Ich bin nicht so wie die Weicheier aus deiner Klasse. Ich habe schon gearbeitet, da warst du noch im Kindergarten. Ich krieg das hin, wirklich. Hauptsache, die Noten stimmen. Okay. Wir müssen reden. Tristan? Ich wollte mich bei dir entschuldigen. Ich war vorhin einfach total daneben. Okay. Und nicht nur vorhin. Ich lasse schon seit Wochen meinen Fuß in dir raus. Ich wollte dich bestrafen für das, was Marlene mir angetan hat. Und deswegen wollte ich auch, dass du dich von ihr fernhältst. Aber als ihr euch vorhin zusammen gesehen habt, da habe ich mir irgendwie gedacht, dass es dir eigentlich kein Stück besser geht als mir. Ich meine, jetzt haben wir beide Liebeskummer, das ist doch irgendwie auch total bescheuert. Tristan. Rebecca. Ich weiß nicht, ob es jemals so wird wie früher.
Aber ich will alles dafür tun. Kieran. Ist nicht wichtig. Entschuldigung angenommen. Ich mache mein Abitur. Und zwar ein gutes. Das habe ich dir versprochen. Schön, dann sind wir uns ja einig. Natürlich. Aber ich habe mich dazu entschieden, weil ich mir alle Optionen offen halten will, Dann versemmel es auch nicht. dass ich mir mit meinem Mann, wie sagst du immer so schön, eine Lebensperspektive aufbaue. Hör zu, ich habe gar nichts dagegen, wenn Emilio sich um seine kleine Frittenbude kümmert. Dann kommt er wenigstens nicht auf schlimme Gedanken. Aber deine Zukunft liegt hier. Harvard Business School, verstehst du? Und irgendwann, wenn du fertig bist, übernimmst du mit Hannes den ganzen Laden. Wenn der Insolvenzverwalter nicht schneller ist. Kleine temporäre Krise. Kann ja sein, dass ich irgendwann mal Bock auf diesen Geschäftskram habe. Aber egal, wie ich mich entscheide, das ist meine Entscheidung. Und ich will, dass du sie akzeptierst. Kim, hör zu, ich kann nicht tatenlos zusehen, wie du dein Talent in dieser drittklassigen Kakerlakenrösterei verplemperst. Hey, Moment. Das Bahnhof ist gerade im Begriff, zu der In-Location der Stadt aufzusteigen. Wir schreiben im Gegensatz zu diesem Laden hier schwarze Zahlen. Ach, wie viel denn am Abend? 10 €, wenn er die Pfandflaschen einsammelt? Fragt sich, wer hier bald Pfandflaschen einsammeln muss. Du warst doch derjenige, der das geerbte Bankhaus vor die Wand gefahren hat. Kim, du hast keine Ahnung. Aber ich weiß, dass man mit dir nicht reden kann. Und wenn du mich nicht respektierst, dann brauche ich mich auch nicht an unsere Abmachung halten. Okay? Ab sofort bringe ich das Unternehmen mit meinem Mann ganz weit nach vorne, Fulltime-Job, versteht sich. Und dazu brauche ich kein Abitur. Das Thema Schule hat sich für mich erledigt. Jessica, hast du mal einen Moment? Kommt drauf an, wofür. Also erstmal, tut mir leid, dass ich gestern einfach so abgehauen bin. Das ist schon okay. Das war nicht böse gemeint. Ich muss mich bei dir entschuldigen, mein Verhalten gestern. Wenn die Dinge wirklich so stehen, dass ich der Vater von deinem Kind bin, dann werde ich mich nicht von der Verantwortung drücken. Wie meinst du das jetzt? Dass wir dich in jeder Beziehung unterstützen werden. Finanziell, aber auch sonst. Ich will, dass das Kind eine Mutter und einen Vater hat. Das heißt jetzt nicht, dass wir zusammen wohnen werden, ne? Und dass ich dauernd bei euch bin. Aber ich möchte ein Vater für das Kind sein, mit allem, was dazugehört. Danke. Also ich werde mich ganz bestimmt nicht aufdrehen, denn ich weiß, dass es für dich ganz und gar nicht leicht ist. Und deshalb werde ich mich auf jeden Fall zurückziehen. Also du wirst so gut wie gar nicht merken, was es uns gibt. Doch, das werde ich merken. Wir alle. Aber das ist okay. Und mit Hagen hast du einen tollen Vater für dein Baby. Okay, der Spruch von Ansgar war voll daneben, aber ich liebe dich dafür, dass du ihm die Stirn bietest und zu mir hältst. Aber das mit der Schule solltest du dir wirklich noch mal in aller Ruhe überlegen. Ja, seid ihr endlich? Kommt mal mit. Ah, guckt euch das mal an. Ist das nicht toll? Ha? Leute, wir haben richtig Spaß. Timo hat sich natürlich sofort ein Board geholt, aber nach 5 Minuten musste ich ihn zurückholen, weil die Kundschaft schon gedrängelt hat. Ist ja wohl auch kein Wunder bei diesem Astralkörper hier. Ja, und wenn ich da durch die Wellen schipper. Ja, das ist ja super, aber wir brauchen mal kurz einen kleinen Augenblick. Wir müssen noch was klären. Ich finde es echt schwierig, solche schwerwiegenden Entscheidungen zu treffen, nur weil du sauer auf Ansgar bist. Was ist denn los? Das willst du gar nicht wissen. Das ist eigentlich eh unwichtig. Hör mal. Was jetzt zählt, ist, dass wir das Bahnhof ganz weit nach vorne bringen. Die Badesaison ist fast zu Ende, aber dann muss es weitergehen. Wir können im Winter Glühwein verkaufen und Schlittschuhfahren anbieten. Und wer darauf keinen Bock hat, der kann von mir aus auch im Winter baden. Und wenn der Laden dann erstmal richtig läuft, dann lassen wir Whirlpools installieren. Und für den nächsten Sommer bauen wir eine Wasserskianlage.
Klar. Das Bahnhof ist unsere Zukunft. Und gemeinsam werden wir diese Bar zum heißesten Treffpunkt nördlich von Palma machen. Ich habe Sie gefragt, wie Sie das hinbekommen haben. Wie ich das hinbekommen habe? Dass Kim ihr Abitur nicht macht. Das stand nie zur Debatte. Ich könnte wetten, dass Sie sie provoziert haben. Sie haben doch nicht mal mitbekommen, dass meine Tochter monatelang nicht zur Schule gegangen ist. Was machen Sie mir überhaupt hier für Vorwürfe? Tintenpisser. Waldschrat. Wir sollten lieber überlegen, wie wir Kim das wieder ausreden. Ja, da sind wir ausnahmsweise mal einer Meinung. Ist ja wohl selbstverständlich, dass mir Kims Bildung am Herzen liegt. Und dass sie sich so kurz vor dem Ziel ihre Zukunft nicht verbaut. Schön. Dann sind wir uns also einig, wir greifen mit aller Härte durch. Im Gegenteil. Was Sie mit Ihrer Bulldozer-Methode angerichtet haben, das sieht man ja gerade. Jetzt ist Feingefühl gefragt. Schwachsinn. Also übernehme ich. Natürlich halte ich Sie auf dem Laufenden. Aber bis dahin halten Sie sich raus. Das hättest du wohl gern. Ansgar von Landstein hier. Ja, genau der. Schön, dann werden Sie sich auch daran erinnern, dass Sie mir noch einen Gefallen schuldig sind, Herr König. Ist irgendwas Schlimmes passiert? Hast du deshalb vorhin meinen Anruf weggedrückt? Ja. Ach nein, das ist nur... Tristan war da. Gott, kein Wunder, dass du so fertig bist. Mich hat er den ganzen Morgen nur angegiftet. Nein. Er hat sich bei mir entschuldigt. Für alles. Was? Und das hat er ernst gemeint? Wieso hast du dich geschämt? Ja, weil Tristan glaubt, dass ich genauso unglücklich in dich verliebt bin wie er. Und weil ich es noch immer nicht geschafft habe, ihm endlich die Wahrheit zu sagen. Rebecca, lass uns damit noch warten, nur weil er sich jetzt einmal bei dir entschuldigt hat. Ich glaube, er ist wirklich runter von seinem Rachetritt. Trotzdem, wir sollten warten, bitte. Ich lüge ihn die ganze Zeit an. Ich weiß, wie hart das für dich ist. Tristan hat sich doch nur beruhigt, weil er denkt, dass zwischen uns nichts läuft. Denk doch mal drüber nach, was passiert, wenn er erfährt, dass wir ein Paar sind. Gerade mal die Einnahmen von heute überschlagen. Und? Wir haben jetzt schon mehr in der Kasse als gestern und vorgestern zusammen. Und die Tage waren auch nicht schlecht. Freust du dich gar nicht? Doch, doch. Aber ich bin dennoch der Meinung, dass du die Schule nicht so einfach hinschmeißen solltest. Bitte nicht, meine Entscheidung steht. Kim, du kannst nächstes Jahr noch genug hier arbeiten. Das ist betriebswirtschaftlich gesehen totaler Quatsch. Es läuft gerade so gut und wer weiß, wie es im nächsten Jahr ist. Man soll die Welle surfen, wenn sie kommt. Da hast du recht. Hat dich Ansgar auf mich angesetzt? Sehe ich so aus, als würde ich mich von dem auf irgendetwas ansetzen lassen? Du bist doch hier, um mich zu bequatschen. Hi. Ich bin hier, um euch ein Angebot zu machen. Ich sehe doch, was euch dieser Laden bedeutet. Und deswegen finde ich es ganz schön arrogant von Ansgar, das einfach so wegzuwischen. Kim, ich finde es auch richtig, dass du sagst, man muss eine Sache mit Herzblut angehen. Aber Herzblut heißt für mich nicht Vollzeitkellner. Siehst doch mal so. Wenn du die Wahl hättest, beides ganz entspannt unter einen Hut zu kriegen, also Barno und ein Abi, würdest du dann auch nur eine Sekunde daran verschwenden, nicht zur Schule zu gehen? Würde sie nicht. Eben. Ich sehe das auch so. Und deswegen habe ich mir überlegt,
die Investition hier ein wenig aufzustocken. Damit ihr eine Teilzeitkraft einstellen könnt. Ich bin nicht käuflich, Papa. Willst du mich jetzt beleidigen? Also ich sehe das als eine sehr gute Investition. In eine offenbar sehr erfolgreiche Bar und in die Zukunft meiner Tochter. Willst du über dieses Angebot nachdenken? Du weißt, das ist die beste Lösung. Hm? Schlägst du ein? Deal? Deal. Ich bring das schon mal zum Wagen, ja? Ja, ich hol noch schnell was zu trinken. Warum wusste ich eigentlich nicht, dass du sowas kannst? Du weißt so einiges nicht von mir, mein Schatz. Du solltest erst mal deine Mutter auf so einem Board sehen. Ich sag dir, Balance ist alles. Oh, oh. Papa, hast du nicht was vergessen? Was denn? Naja, bezahlen. Ich meine, nur weil du dich ein bisschen eingekauft hast, ja? Heißt es ja nicht gleich, dass du dich durchschneiden kannst. Du kommst ja nie auf den grünen Zweig. Oh. Ich glaube, es wird Zeit, dass du in die Schule kommst. Sonst habe ich hier nie Chance, eine Kohle auf Haus zu bekommen. Muss ich mir das mit dem Abi noch mal überlegen? Nein. Danke, Papa, dass du das Jetzt bist du ganz nass. Oh, da muss wohl eine Sicherung rausgeflogen sein. Was wollen die denn hier? Sind Sie Herr Sanchez? Ja? König, Gewerbeaufsichtsamt Düsseldorf. Hiermit stelle ich Ihnen ordnungsgemäß und vor Zeugen den Bescheid über die Aufhebung Ihrer Schanklizenz zu. Bitte schön. Das verstehe ich nicht ganz. Was meinen Sie mit Aufhebung? Das heißt, dass ich Ihnen die Betriebserlaubnis entziehe. Machen Sie den Laden dicht. Sofort. To